Hallo, hier ist Anne Bross von Anne Bross Kunst. Heute möchte ich gerne ein modernes Bild kreieren. Hierzu habe ich mir ein Blatt Aquarellpapier genommen und fange an mit einer Spachtel. Die habe ich schon mit schwarzer Farbe vorbereitet. Und das wird sozusagen meine erste Farbe werden, die ich hier auftrage. Das ist ein Aquarellpapier, wie gesagt. Das sieht man auch schön, die Struktur. Und man kann jetzt mit der Spachtel spielen, Licht und Schatten erzeugen. Dann natürlich Formen kreieren, wie man das möchte. Das seht selbst. Dabei ganz wichtig, einen gewissen Druck aufrecht erhalten. So, jetzt werde ich ein bisschen trocknen. Das wird jetzt ein bisschen laut für euch, weil ich mit dem Föhn ran muss. So, das seht ihr, die erste Phase. Es sind helle, dunkle Stellen entstanden, es sind Ränder entstanden, ganz feine Strukturen, so wie hier und da oben. Und das Wichtigste ist, arbeitet nicht mit zu viel Farben, also wirklich euch ein paar wenige Farben aussuchen. Dann wirkt das Kunstwerk dann insgesamt stimmiger und viel edler. So, jetzt möchte ich gerne ein bisschen feinere Markierungen setzen. Dazu nehme ich eine Ölpastellkreide, die gibt es in vielen Farben. Das sind so wie Wachsmalkreiden, solche Stifte.
Da habe ich jetzt auch eine schwarze Kreide, die dann dazu passt, und da macht ihr einfach nach Belieben und nach Filmkomposition, Entschuldigung, Filmkomposition nicht, nach Bildkomposition, und dann verschiedene Markierungen, wie sie euch eben zusagen und gefallen. Und achte darauf, dass ihr dabei auch dynamisch seid. Also nicht zögerlich, sondern einfach dynamisch, und dann wirkt das auch gut. Jetzt habe ich da noch einen Stift, das ist ein Acrylfarbenstift. Ein sogenannter Permanentmarker auf Acrylbasis. Und da kann ich jetzt auch noch sanfte Formen einfließen lassen. Aber auch nicht zu viel. Ihr wisst, weniger ist eben mehr in dem Fall. Die Wirkung soll ja gegeben sein, dass es den Betrachter dann entsprechend anspricht. Jetzt habe ich hier auf der Palette zwei Rottöne, eins mehr in Pink von einer Acrylfarbe. Das ist auch eine Acrylfarbe, und ich habe hier noch so einen dicken Pinsel, der hat sehr feine Haare, und da werde ich jetzt auch damit spielen mit diesen beiden Farben, indem ich sie ganz bisschen dünn anmische. Mit Wasser erstmal verdünnen. So. Hier mache ich das ein bisschen dicker, dass auch das Schwarz etwas überlagert wird.
Und jetzt kommt noch die Pinkfarbe dazu, die werde ich ein bisschen dicker lassen. Ja, und so gefällt mir das an sich schon recht gut. Es hat so ein bisschen, ja, eine organische Struktur alles. Ich glaube, so ist es fertig. Man darf da gar nicht zu viel, wie gesagt, herumexperimentieren, sondern lasst es einfach fließen, so wie ihr euch das vorstellt am Ende, wie es sein soll. Und insgesamt gefällt mir das, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.